Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser Episode gebe ich mehr als 12 Two-Point Hospital Tipps und Tricks. Two-Point Hospital ist der sehr beliebte Nachfolger des Klassikers Theme Hospital, falls du das wirklich nicht kennen solltest. Aber wenn du diesen Beitrag angeklickt hast, steckst du bestimmt bis zum Hals in wuselnden Patienten und ich möchte dir mit diesem Guide helfen, ein echter Krankenhaus-Tycoon zu werden. Dies ist bereits die zweite Episode meiner Two-Point Hospital Tipps und Tricks. Solltest du Teil 1 noch nicht kennen, verlinke ich dir den mal unten. Manche Tipps sind eher für Einsteiger, aber andere sind vermutlich für jeden Spielertyp interessant. Und dann legen wir sofort los, ohne weiter rumzuquatschen. Tipp 1: Feuerlöscher und was man dabei beachten sollte. Feuerlöscher sind ein extrem wichtiger Punkt in Two-Point Hospital, denn wir brauchen sie, damit unsere kostbaren Maschinen nicht abbrennen. Dies gilt ganz besonders für solche Level, in denen Unwetter wie Blitzschlag oder Erdbeben und ähnliches die Haltbarkeit unserer Maschinen nochmal extra belasten. Wenn eine Maschine brennt, schnappt sich ein Hausmeister, hoffentlich sehr schnell, einen dieser Feuerlöscher, rennt zur Maschine und wird sie im Idealfall dann löschen, bevor die Maschine explodiert und völlig zerstört wird. Denn wenn das passiert, haben wir nur noch Schrott, der Raum wird nutzlos und wir müssen den Schrott entfernen und eine neue Maschine kaufen. Soweit, so bekannt, vermute ich. Was aber nicht direkt offensichtlich wird, ist, dass Feuerlöscher sich verbrauchen. Es reicht also nicht einfach in jeden Raum mit einer Maschine einen einzelnen Feuerlöscher zu stellen. Wer das macht und denkt, dann wäre alles gut, der täuscht sich. Feuerlöscher sind nur einmal zu gebrauchen und dann sind sie weg. Wir müssen also immer wieder Ausschau halten, ob unsere aufgestellten Feuerlöscher verbraucht wurden. Am Anfang habe ich erst immer einen Feuerlöscher pro Raum gebaut, dann irgendwann angefangen, mehrere Feuerlöscher als Sicherheit in jedem Raum zu stellen, bis mir eine viel bessere Idee kam. Mittlerweile baue ich gar keine Feuerlöscher mehr in die Räume selber. Stattdessen suche ich mir eine lange Wand, wo keine Geräte oder Bänke stehen, oder plane eine solche Wand gleich von Anfang an mit ein. Und dann stelle ich dort 5 bis 10 Feuerlöscher auf den Gang. Nun werden unsere Hausmeister ihre Feuerlöscher direkt dort auf dem Gang abholen und erst dann zum Feuer laufen. Wenn wir dann für jedes Gebäude eine solche Feuerlöscherwand einplanen und diese so platzieren, dass wir sie bei normaler Kameraeinstellung direkt im Blick haben, sehen wir immer automatisch mal dorthin und wenn dann statt 5 Feuerlöschern dort nur noch 2 stehen, wird uns das schnell auffallen und wir können sie leicht alle auf einmal ersetzen, ohne dass wir erst Dutzende verschiedene Räume kontrollieren müssen. Wenn wir so ein großes Angebot an möglichen Feuerlöschern in jedem einzelnen Gebäude schaffen, brauchen unsere Hausmeister im Falle eines Feuers auch keinen großen Umweg zu laufen. Sie können so viel zuverlässiger unsere brennenden Geräte löschen. Besonders wichtig wird dies, wenn wir später viele Rang 2 oder Rang 3 Maschinen gebaut haben, denn diese Rang 3 Maschinen können schnell mal 50.000 bis 60.000 Dollar oder mehr wert sein. Da die Aufrüstung ja auch jeweils 10.000 bzw. 20.000 Dollar und auch noch eine Menge Zeit kostet. Müssen wir eine explodierte Maschine ersetzen, beginnt diese wieder auf Rang 1. Tipp 2: Eisskulpturen statt Klimaanlagen. Vorbemerkung: Bei diesem Tipp bin ich mir nicht sicher, ob man dazu das Yeti-DLC braucht oder eventuell einen bestimmten Stern in einem Level geschafft haben muss oder ob das auch ohne geht. Falls du mir das beantworten kannst, schreib mir das bitte mal in die Kommentare. In den Leveln, in denen es sehr warm ist, brauchen wir immer sehr viele Klimaanlagen, um die Temperaturen für unsere Patienten auf eine angenehme Stufe runterzukühlen. Klimaanlagen sind nicht nur teuer, sie haben auch das Problem, dass sie dauernd gewartet werden müssen. Das hält unsere Hausmeister ziemlich beschäftigt. Und ab einer gewissen Menge kann es dann dazu führen, dass wir mehr und mehr Hausmeister brauchen, allein um die vielen Klimaanlagen zu reparieren. Und haben wir nicht genug, fallen die brummenden Kisten aus und haben gar keine Wirkung mehr. Daher meine dringende Empfehlung: Schau in der Liste der Gegenstände, die man für Kudosh freischalten kann, nach der Eisskulptur. Eine Eisskulptur hat genau den gleichen Effekt wie eine kleine Klimaanlage, muss aber nicht gewartet werden. So brauchen wir viel weniger Hausmeister und haben auch nicht die Gefahr, dass sie ausfällt und dann eventuell Bereiche ungekühlt bleiben. Tipp 3: Palmen und Kakteen. Ähnlich wie im letzten Tipp gibt es auch bei den Pflanzen das Problem, dass normale Pflanzen dauernd mit Wasser gegossen werden müssen und wir so sehr viel Arbeitszeit unserer Hausmeister damit vergeuden können. Hier gibt es 2 Alternativen, aber auch hier weiß ich nicht, ob die durch ein DLC ins Spiel kamen oder ob sie im Grundspiel enthalten sind oder welche Level man geschafft haben muss. Denn in der Liste der Kudosh-Items verbergen sich Palmen und Kakteen. Beide brauchen nicht gegossen zu werden und geben eine gute Attraktivität für unser Krankenhaus, ohne dass wir eine Armada an Blumengießern brauchen. Tipp 4: Ausstattung kopieren statt suchen. Es gibt eine ganz einfache Kopieren-Funktion, mit der wir bereits in der Welt vorhandene Gegenstände extrem einfach verdoppeln können.
Damit können wir uns sehr viel Zeit sparen, die wir sonst damit verbringen würden, immer wieder Gegenstände aus der Ausstattungsliste zu suchen. Auf dem PC ist dies die Steuerungs- oder STRG-Taste. Wenn wir diese gedrückt halten und auf ein beliebiges Item drücken, das irgendwo herumsteht, bekommen wir eine Kopie an unseren Auswahlmarker oder Mauspfeil und können sofort ein weiteres Item dieser Sorte damit setzen. Dabei ist auch egal, ob das Item im Flur oder in einem Raum steht. Wir müssen den Raum nicht extra bearbeiten oder andersrum auch eine gerade stattfindende Bearbeitung dafür nicht unterbrechen. So kann man beim Räume einrichten auch leicht mal etwas aus dem Nachbarraum kopieren. Wenn wir als Beispiel also auf einem Gang eine Bank stehen haben, diese aber nicht ausreicht, einfach die STRG oder passende Gamepad-Taste gedrückt halten, die Bank auswählen und wir bekommen eine zweite Bank, die wir direkt daneben stellen können. Dies geht mit eigentlich fast allen Gegenständen. Es gibt aber teilweise Raumbeschränkungen. So kann man zum Beispiel einen Überwachungsmonitor nur in Stationen oder OPs einsetzen. Solche speziellen Items, die nur in bestimmte Räume passen, kann man natürlich nicht in andere Räume kopieren. Auch für diesen Tipp fehlt mir die entsprechende Taste für die Konsolen. Wenn du also auf der PlayStation 4 oder der Xbox oder der Switch spielst, schreib mir gern unten, welche Knöpfe auf deinem Gerät dafür nötig sind. Dann pflege ich das später zumindest im Artikel auf meiner Webseite zapzock.de nach, dann kann man das dort hoffentlich bald nachlesen. Tipp 5. Freies Positionieren von Gegenständen spart Platz. Die eben schon erwähnte STRG-Taste hat noch eine zweite Funktion. Normalerweise versucht das Spiel Gegenstände beim Platzieren an einem unsichtbaren Raster auszurichten. So werden zum Beispiel Bilder immer mittig auf ein Wandteil gepackt oder Bänke genau in die Mitte von 2 Wandteilen. Wenn man bereits einen Gegenstand in der Auswahl hat und der am Cursor baumelt, kann man die STRG-Taste oder die entsprechende Taste auf dem Controller gedrückt halten, um dieses Raster kurzzeitig zu deaktivieren. Dann kann man Gegenstände völlig frei platzieren und drehen, solange sie nicht mit anderen Gegenständen kollidieren. So kann man Gegenstände sehr viel enger zusammenstellen und damit eine Menge Platz sparen. Als Beispiel kann man dort, wo normalerweise 3 Feuerlöscher nebeneinander passen, mit dieser Methode schon 4 hinstellen. Auch beim Bilderaufhängen, beim Geräte im Raum positionieren und bei vielen anderen Gelegenheiten kann dies nützlich sein, um Platz zu sparen. Mit der Freidrehen-Funktion kann man eventuell Räume auch etwas hübscher gestalten. Tipp 6. Spezial-Overlays nutzen. Ein Hilfsmittel sind die Infoansichten. Hier gibt es einige verschiedene und manche sind weniger nützlich. Aber es gibt auch ein paar, die ich gerne nutze. Da wäre erstmal natürlich die Temperaturansicht, die sich meistens auch aktiviert, wenn man Heizkörper oder kühlende Geräte platziert. Das kennt vermutlich jeder, genauso wie die Attraktivitätsanzeige, die oft bei den Blumen angeht. Nicht automatisch aktivierte, aber trotzdem nützliche Ansichten sind unter anderem die für die Personalzufriedenheit, mit der man sehr leicht Mitarbeiter finden kann, die nicht glücklich sind. Und dann sollte man ihnen lieber das Gehalt erhöhen, ehe sie kündigen und man ihre kostbare Erfahrung verliert. Und dann nutze ich oft die Hausmeisteransicht, wenn gerade nichts Wichtiges anliegt, und suche nach kaputten Geräten oder vertrockneten Blumen und schnappe mir dann einen Hausmeister und setze ihn manuell auf diese Gegenstände an. Tipp 7. Mehr Geld verdienen, besonders in Wellenmissionen. Das Geld ist oft ein Problem, gerade zu Beginn. Dabei hilft es, wenn wir die Preise um 10-20% erhöhen. Dadurch haben wir vielleicht ab und zu mal unzufriedene Patienten, die nach Hause gehen, ohne zu bezahlen, und unser Ruf leidet eventuell etwas. Aber es ist auf jeden Fall besser, als pleite zu gehen. Man sollte es aber auf keinen Fall übertreiben in den normalen Missionen, da dadurch auch die Anzahl der Patienten sinkt, die unser Krankenhaus besuchen, wenn der Ruf zu niedrig wird. In den Wellenmissionen, die es besonders in den höheren DLC-Maps gibt, aber auch in der neuen Remix-Kampagne, ist es völlig anders. Hier werden die Patienten durch die Wellenskripte direkt in unser Krankenhaus gesetzt. Unser Ruf hat dadurch keinerlei Einfluss auf die Menge der ankommenden Patienten mehr. So können wir problemlos den Preis für alle Behandlungen auf plus 100% setzen, reichlich Geld scheffeln und alle Ausbauwünsche viel leichter erfüllen. Und die Wellenmissionen werden so sehr viel weniger schwierig. Tipp 8. Zufriedenheit und Gehalt. Wenn unsere Angestellten aufsteigen und mehrere Ausbildungen bekommen, werden sie sehr schnell unzufrieden, wenn wir ihr Gehalt nicht nach oben anpassen. Darum empfehle ich bei jeder Beförderung, das Gehalt des gerade zu befördernden Angestellten gleich so weit anzuheben, dass er ein grün lächelndes Gesicht bekommt. Dadurch wird er in den meisten Fällen zufrieden bleiben bis zu seiner nächsten Beförderung. Bei langen Missionen werden wir aber irgendwann Level 5 Angestellte haben und deren Zufriedenheit sinkt ebenfalls mit der Zeit. Diese Level 5 Angestellten tauchen dann aber nicht mehr bei Beförderungen auf, da sie ja die maximale Stufe erreicht haben. Und diese Mitarbeiter zu verlieren wäre aber ein echter Verlust, da wir viel Zeit und meistens auch Geld in sie investiert haben, damit sie so gut werden.
Also sollten wir ab und zu einen Blick in den Personalbildschirm werfen. Zum einen können wir die Tabelle der Angestellten nach der Zufriedenheit sortieren, um dann den Unzufriedensten etwas mehr Gehalt zu geben. Alternativ gibt es aber auch oben links einen Gehalt-Prüfen-Knopf, der direkt die Unzufriedensten raussucht und deren Gehaltswünsche oben rechts anzeigt. Die geforderte Summe ist dann darauf ausgerichtet, zumindest alle erstmal auf neutral zu bringen. Wenn wir mehr zahlen wollen, was teilweise sinnvoll sein kann, wenn unsere Kasse sehr voll sein sollte, können wir oben links den Alle Löhne plus 1% Knopf dafür nutzen. Natürlich sollte man dabei auch immer die Einnahmenseite beachten, sonst kann man sich schnell selbst pleite machen. Tipp 9. Angestellte spezialisieren und den entsprechenden Räumen zuweisen. Bei der Ausbildung unserer Ärzte und Pfleger haben wir oft eine Menge Auswahl. Ich versuche zu Beginn immer einige Ärzte auf Allgemeinmedizin zu spezialisieren und erlaube diesen dann nur noch in der Arztpraxis zu arbeiten. Andere Angestellte bekommen dann eine Ausbildung in Behandlung und werden den reinen Behandlungsräumen wie zum Beispiel Enttopfer, Farbeimer, Entleuchtung oder der Zirkustherapie zugewiesen. Chirurgen-Spezialisten bekommen eine feste Stelle in der Chirurgie und Diagnosespezialisten können wir für allgemeine Diagnose, DNS-Labor, Kardiologie, Megascanner und Radiologie gebrauchen. Das passt natürlich nicht immer hundertprozentig, das ist klar. Aber wenn man das in länger dauernden Missionen etwas beachtet, hat man am Ende schon eine sehr gute Spezialistenbesetzung für die meisten Räume. Dadurch werden die Zeiten, die ein Patient von Diagnose bis fertige Behandlung braucht, sehr stark verringert und die Wahrscheinlichkeit, dass er hinten lebend rauskommt, steigt. Daneben mache ich mir für die wichtigen Sachen wie Diagnose, Behandlung, Psychiatrie oder Chirurgie nach Möglichkeit schnell einen Ausbilder. Mit dem Talent Weiterbildungslehrgang können diese Leute dann anderen ihren Beruf besonders schnell beibringen und wenn wir bei den Schulungen dann immer darauf achten, dass der Kurs von einem Angestellten mit dieser Fähigkeit Weiterbildungslehrgang geführt wird, brauchen wir nicht so lange auf die Angestellten im Kurs zu verzichten. Tipp 10. Geräte richtig ausrichten mit Füßen. Wenn wir Geräte in Räumen platzieren, könnte man sie schnell in die Mitte des Raumes stellen und nicht weiter darüber nachdenken. Ich empfehle aber, die Geräte vor dem Platzieren mal genauer zu betrachten. Zum einen gibt es immer eine Anzeige, wo das Gerät zu betreten ist. Dies wird mit kleinen Füßen angezeigt, die aber nur dargestellt werden, wenn wir das Gerät an einen Ort bewegen, wo man es gerade nicht platzieren kann. Ich halte deswegen das Gerät einfach kurz auf die Raumkante, dann sieht man die Füße. Und dabei gibt es oft Füße für Patienten und auch welche für Angestellte. Die werden aber nicht getrennt dargestellt. Da muss man dann etwas genauer hinschauen und kurz nachdenken. Die Plätze für Angestellte haben meistens Schalter und Knöpfe, die ohne Knöpfe sind für Patienten. Wenn man das weiß, kann man die Geräte im Raum so platzieren, dass die Patienten möglichst kurze Laufwege haben und nicht bei jeder einzelnen Behandlung erst einmal komplett rund um die Maschine laufen müssen und danach wieder zurück. Das geht bei manchen Maschinen besser als bei anderen, aber eigentlich kann man bei allen ein klein wenig Zeit einsparen mit einer guten Platzierung im Raum. Tipp 11. Krankenhausrichtlinien einstellen. Es gibt eine allgemeine Einstellung zum Verhalten unserer Mitarbeiter, die etwas versteckt im Tab Finanzen untergebracht ist. Bei Finanzen auf Übersicht gehen und dann oben Richtlinie auswählen, dann finden wir die Krankenhausrichtlinien. Hier empfehle ich unbedingt, den Haken bei Schnellbehandlungsentscheidung zu setzen. So sparen sich die Patienten einen abschließenden Besuch beim Allgemeinmediziner. Dadurch werden unsere Allgemeinmediziner entlastet und Patienten kommen etwas schneller in die Behandlung, die ihnen eventuell das Leben rettet. Den Regler für Diagnoseschwellwert würde ich zwischen 80 und 90% einstellen. Setzen wir das zu niedrig, steigt die Sterberate schnell an. Und je nach Geschmack kann man bei der Warnung für Warteschlangenlänge eher oder später Anzeigen bekommen, wenn Räume überlastet sind. Tipp 12. Allgemeine Tipps zu Räumen und Raumgestaltung. Ich empfehle möglichst schnell, den Desinfektionsspender freizuschalten oder noch besser das wohlriechende Desinfektionsgel aus den Belohnungen des Supervirus-Netzwerks. Das hänge ich immer direkt neben die Tür in jedem Raum. Dadurch habe ich eigentlich nie Hygieneprobleme. Eine Kaffeemaschine gehört auch in jeden Raum, denn zwischen den einzelnen Behandlungen oder Diagnosen machen die Angestellten meistens eine Extraaktion. Sie laufen im Raum rum und machen irgendwas. Sie riechen an Blumen, schauen sich Bilder an oder, wenn eine Kaffeemaschine vorhanden ist, trinken sie besonders gern einen Kaffee. Man sollte die Kaffeemaschine möglichst dicht neben den Arbeitsplatz des Angestellten stellen. Dann braucht er nicht viel umherzulaufen und diese kleine Pause zwischen den Patienten wird zum einen besonders kurz ausfallen und außerdem bekommt der Angestellte dadurch etwas Energie zurück, sodass er weniger Pausen braucht.
Manche Räume sind langsamer als andere. Zum Beispiel die Chirurgie oder der Farbeimer brauchen sehr viel länger, um einen Patienten zu heilen, als andere Behandlungen. Von solchen Räumen ist es besonders wichtig, dass man davon schnell mehrere baut. Allgemein ist jedem schnell klar, dass das Arztzimmer gar nicht oft genug vorhanden sein kann. Aber auch Flüssigkeitsanalyse, DNS-Analyse, Megascanner oder die Radiologie kann man sehr oft gebrauchen. Diese Diagnoseräume werden nicht direkt gefordert, aber wenn man sie hat, sehr oft benutzt. Und ihre Benutzung bringt erst einmal extra einen Namen. Und dann führen sie meistens auch zu besseren Diagnosen, was damit zu weniger Toten führt. Wenn du noch mehr Tipps kennst oder Fragen zum Spiel hast, die du gern beantwortet hättest, dann schreib mir einfach unten in den Kommentaren. Ich werde versuchen, dir schnell zu antworten. Deine Meinung zu diesen Tipps und generelle Erfahrungen mit 2 Point Hospital würden mich natürlich auch interessieren. Alle Abo-Knöpfe und Daumen dürfen gern gedrückt werden. Mehr Tipps, Gaming-News, Spiele-Reviews findest du immer hier oder auf meiner Webseite zapzock.de. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap.